Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Es ist Weihnachtszeit, ich wünsche euch noch besinnliche Weihnachten. Heute habe ich dennoch ein ernstes Thema und es wurde von euch vielfach gewünscht, und zwar der Überfall auf den Sender Gleiwitz. Offiziell wurden ja KZ-Häftlinge in polnische Uniform gesteckt von den Nationalsozialisten, und die haben den Sender Gleiwitz überfallen, damit Hitler einen Vorwand für seinen Feldzug auf Polen hatte. Im Nürnberger Prozess wurden dazu mehrere Zeugen zum Tathergang befragt, und bis heute gründet die Mainstream-Darstellung auf deren Aussagen. Diese Aussagen habe ich alle dokumentiert in meinem sehr umfangreichen Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 4. Die Aussagen sind sehr umfangreich, die kann ich jetzt hier wirklich nicht einzeln besprechen. Aber ich kann eine Zusammenfassung machen und das sagen, was Ungereimtheiten sind. Der Beweis der Anklage in Nürnberg war die eidesstattliche Erklärung von Alfred Helmut Naujoks vom 20. November 1945. Naujoks war eigentlich der Mann, so viele Historiker, der den Zweiten Weltkrieg auslöste, nämlich durch den inszenierten Überfall auf den Gleiwitzer Sender. Er hat eine lange Aussage gemacht und hat auch ein langes Interview später mit dem Spiegel geführt, auf das ich jetzt nicht eingehen kann. Das sind über 20 Seiten, da wäre das Video wahrscheinlich über eine Stunde lang. Im Bundesarchiv, Militärarchiv, habe ich allerdings eine Mitteilung gefunden, so der Bericht des Hauptzollamtes Gleiwitz vom 1. September 1939, nachdem die polnische Schule im Nachbarort Hindenburg von polnischen Bewaffneten mit Maschinengewehren besetzt und nicht aus dem Gebäude vertrieben werden konnten. Auch würden sie in den Ort hineinschießen. Einen Tag später meldete ein Flüchtling, dass die polnische Besetzung vom Gleiwitz lebhaft begrüßt wurde. Tja. Auch zu Naujoks Person habe ich recherchiert, weil ich mache das ja immer so als Journalist, investigativer Journalist der Vergangenheit, will ich auch immer wissen, mit welchen Personen ich es zu tun habe. Und so habe ich zu Naujoks Person, also der Hauptzeuge, der gesagt hat, ja, wir haben KZ-Häftlinge in polnische Uniform gesteckt und die haben dann den Sender Gleiwitz angegriffen. Der Hauptzeuge, der das behauptet hatte, wurde Ende August 1945 von Großbritannien nach Deutschland gebracht und der Anklagevertretung des Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg übergeben. 1946 floh er aus einem Internierungslager in Nürnberg, wurde verhaftet und 1947 an Dänemark ausgeliefert. Dort wurde er wegen der Ermordung dänischer Widerstandskämpfer angeklagt und in zweiter Instanz zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, jedoch bereits 1950 schon wieder entlassen. Seit Ende der 1950er Jahre ermittelten dann mehrere bundesdeutsche Staatsanwaltschaften wegen einer ganzen Reihe von Verbrechen gegen Naujoks, aber kein einziges der Ermittlungsverfahren führte zu einer Anklage. Naja, er war auch Hauptzeuge in der Sache Gleiwitz. Ich konstatiere deshalb, es gibt Gründe anzunehmen, dass sich der Fall Gleiwitz nicht in der Weise zugetragen hat, wie Naujoks ihn geschildert hat. Ansonsten wäre es mir sehr unklar, wieso dieser Massenmörder später frei herumlief, obwohl er bereits in alliierten Händen war. Oder was habt ihr dazu für eine Meinung? Aber die Widersprüche hörten nicht auf. Ende der 1950er Jahre lebte Naujoks in Hamburg. Er war, für mich ziemlich überraschend, Besitzer mehrerer Häuser. Der Autor Hans-Werner Woltersdorf lernte ihn über seinen Mieter kennen. 1959 trafen sie sich zu einem Gespräch. Woltersdorf berichtete, ich zitiere, wir kamen auf die Sache mit dem Sender Gleiwitz zu sprechen.
Er wartete zurückhaltend, also Noyaux, was ich davon zu erzählen wusste. Ich kannte nur die Schulbuchgeschichte von dem fingierten Überfall auf den Sender Gleiwitz. Noyaux widersprach nicht. Ich sagte ihm, dass er in den Nürnberger Prozessen und unzähligen anderen Kriegsverbrecherprozessen Tausende von Menschen wegen viel geringerer Vergehen hingerichtet oder lebenslänglich eingesperrt worden seien. Er aber habe nach eigenem Eingeständnis eine Anzahl von KZ-Häftlingen ausgewählt und in polnische Uniform gesteckt, wohl wissend, dass keiner von ihnen lebend davonkommen würde. Das sei heimtückisch vorbereiteter Mord. Trotzdem habe man ihm kein Haar gekrümmt. Wie das zu erklären sei, wollte ich wissen. Noyaux sagte, Sie sehen, dass ich noch lebe, sogar gut lebe. Und das ist für mich die Hauptsache. Zitat Ende. Noyaux starb völlig unbehelligt am 4. April 1966 in Hamburg. Die Ungereimtheiten, die mir aufgefallen sind in der Sache Gleiwitz, im Gegensatz zur Mainstream-Historie, die vieles ungeprüft übernimmt, sind auch mir im Fall Gleiwitz einige Dinge aufgefallen. Deshalb stelle ich Fragen, die bisher von keinem Historiker beantwortet wurden. Ich frage, weder Hitler noch Goebbels gingen in ihren Reden auf Gleiwitz ein. Warum nicht, wenn diese Ereignisse offenbar doch so entscheidend für den Ausbruch des Krieges gewesen sein sollen? Ich frage, im deutschen Weißbuch zur Vorgeschichte des Krieges Nummer 1 ist Gleiwitz nur in einer Fußnote, in Weißbuch Nummer 2 lediglich als einer von 44 Grenzzwischenfällen von Seiten der Polen erwähnt. Warum, wenn es so wichtig war? Die polnische Presse behandelte den Fall damals nicht und stellte die deutsche Version nicht richtig. Warum nicht? Warum wurde der zuständige Gleiwitzer Polizeipräsident Schade beim Nürnberger Prozess nicht gehört, obwohl er von den Russen und Amerikanern mehrfach verhört worden war? Wieso wurde Noyaux von den Alliierten für seine angeblichen heimtückischen Morde an KZ-Häftlingen nicht belangt bzw. zum Tode verurteilt, so wie viele andere mit vergleichbaren Verbrechen, sondern in Freiheit entlassen? Warum wurde Noyaux auch in der Bundesrepublik nie zur Rechenschaft gezogen? Warum hat SS-Sturmbannführer Noyaux in seiner Erklärung seinen SS-Dienstgrad und seine Dienststellung nicht genannt, nicht einmal seine damalige Zugehörigkeit zu Amt 6 des SD? Heydrich soll persönlich unter Ausschaltung des gesamten Dienstweges mit Noyaux verkehrt haben und es soll alles nur mündlich und telefonisch erfolgt sein, sodass keinerlei schriftliche Unterlagen darüber existieren? Keiner von Noyaux Vorgesetzten oder von den örtlichen SD-Stellen sollte etwas von dem Vorgang gewusst haben. Wieso gibt es keinen Beweis dafür, dass Hitler hinter diesem fingierten Überfall stand, obwohl er doch, so die Historie, verzweifelt nach einem Vorwand für den Überfall auf Polen suchte? Warum nicht? Warum nannte Noyaux keinen seiner angeblichen Mittäter namentlich? Ist es nicht seltsam, dass Noyaux später zugab, dass seine Mittäter keine SD-Leute der Ämter 2 und 6 gewesen seien, sondern aus verschiedenen Abteilungen der Heydrich-Behörde zusammengewürfelt worden waren? Weshalb ging die polnische Presse nicht auf diesen Fall ein? Ist es nicht seltsam, dass keiner der in Nürnberg 1945 Angeklagten, immerhin die Elite des Dritten Reiches, Kenntnis vom Überfall hatte? Warum wird nicht erwähnt, dass Noyaux am 19. Oktober 1944 zu den Amerikanern überlief? Nach seiner Gefangennahme wurde er nach Großbritannien gebracht. Dort wurde er in dem bei London gelegenen Vernehmungslager Camp 20 vom britischen Geheimdienst mehrere Monate intensiv verhört. Seine Erklärung hat deshalb nur bedingte Beweiskraft für mich. Wurde Noyaux Aussage etwa von den Alliierten erpresst und er dafür ungeschoren gelassen? Erst wenn alle diese Ungereimtheiten geklärt und die gestellten Fragen beantwortet sind, kennt man die ganze Wahrheit über den Überfall auf den Gleiwitzer Sender.
Alles dazu in meinem Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 4. Auch die Aussagen von Naujoks, die sehr umfangreich waren. In meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden, gehe ich darauf ein, wie viele Tote, auch sehr umfangreich, 900 Seiten, wie viele Tote die alliierten Massenmörder in Deutschland hinterlassen haben durch Vertreibung, Massenvergewaltigungen, Konzentrationslager für Deutsche, durch Luftkriege, durch Kriegsgefangenenermordungen in Rheinwiesenlagern und so weiter und so fort. Dieses Buch ist einzigartig. Es ist ein Gedenken an unsere Toten und dafür werde ich bedroht, beschimpft, beleidigt. Ist mir egal. Ich mache es für unsere Großeltern. Und wenn ihr mir helfen wollt, dann kauft dieses Buch, schenkt es weiter. Auch ich hoffe, dass eure Großeltern noch leben. Sie werden dankbar dafür sein. Also unterstützt mich in meinem Kampf gegen den Mainstream, der mich versucht, mundtot zu machen. Je mehr Leser dieses Buch kaufen, umso mehr das Thema auch bekannt wird, umso mehr tun wir etwas für unsere Toten. Abonniert mich bei Telegram. Der Link ist unten angegeben, weil ich möchte von YouTube weg und auf Telegram ausweichen, sobald ich dort genauso viele Abonnenten habe wie bei YouTube. Bei YouTube ist ein Zensursender, Telegram im Moment noch nicht. Auch meinen kostenlosen Newsletter unter www.michaelgrant.de könnt ihr abonnieren. Jede Woche gibt es was Neues. Ich wünsche euch noch schöne Tage, alles Gute, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.